Mal ehrlich, können Blüten schöner sein? Das dachten sich wahrscheinlich auch die Maori, die Ureinwohner Neuseelands. Denn die glaubten, dass die Orchideen göttliche Geschöpfe sind. Sie haben die Geschichte, dass die Götter diese Pflanzen aus dem Sternengarten gepflückt haben, über Bäume, Täler und Wälder ausgeschüttet haben, um die Ankunft der Götter anzukündigen. Schöne Geschichte, ne? Bäume ist da ein guter Stichpunkt. Denn die Orchideen hier, diese epiphytischen Orchideen, so nennt man sie, die wachsen hoch oben auf Bäume. Und mit ihren langen Luftwurzeln kann sie Wasser und Nährstoffe aus der Umgebung aufnehmen und kann sich auch oben an den Bäumen festhalten. Und wie ihr diese Bedingungen bei euch im Wohnzimmer hinkriegt, das erkläre ich euch heute. Die beliebteste Orchideenart in Deutschlands Wohnzimmern ist natürlich die Phalaenopsis oder Malayenblume oder Schmetterlingsblume. Riesenauswahl, kleine Blüten, kleine Pflanzen, große Blüten. Unheimlich viele Farben, von gefleckt bis reinfarbig, von gelb bis orange. Die Vielfalt erschlägt einen geradezu. Das Tolle an diesen Phalaenopsis ist eigentlich ihre Anspruchslosigkeit. Während man früher, Ende des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, wer Orchideen haben wollte, der musste sich ein Orchideengewächshaus bauen oder ein spezielles Orchideenfenster einrichten, wo Luftfeuchtigkeit war. Das braucht man bei den Phalaenopsis eigentlich so nicht mehr. Die sind wirklich gut züchterisch bearbeitet, sodass sie bei uns in den Wohnzimmern auch ohne wahnsinnig aufwendige Pflege zurechtkommen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu ihrem Siegeszug. Auch wenn die Phalaenopsis die beliebtesten Orchideen sind, es gibt noch eine ganze Menge anderer Arten, die vielleicht auch bei dir im Wohnzimmer ein gutes Zuhause finden könnten. Zum Beispiel hier die Onzidien, meistens in gelb, orange-braun Tönen. Und die zeichnen sich durch besondere Bulben hier ab, mit denen die, also so Art Zwiebelknollenartig, mit denen sie gut Wasser speichern können. Oder die Brassien hier mit einer wahnsinnig, so insektenartigen Blüte, mit der sie auch Insekten nachahmen. Den kennt jeder. Das ist der wunderschöne Frauenschuh, mal in weiß, ganz ungewöhnlich. Warum heißt der Frauenschuh? Auch ganz einfach, weil das hier in der Mitte, das ahmt eigentlich einen Frauenschuh nach. Oder sieht aus wie ein Frauenschuh. Eigentlich soll es einen Insekt nachahmen. Dann eine Zygopetalum in lila Tönen, Orangetönen. Auch hier sind die Bulben wieder zu finden. Ganz dick hier. Und eine Symbidie. Das ist eine Besonderheit, weil Symbidien eigentlich auch mit etwas niedrigeren Temperaturen klarkommen. Die kann man auch im Sommer raussetzen. Hier auch als Hängepflanze. Finde ich echt wirklich ein absoluter Hingucker. Können mehrere Jahre alt werden, wenn man sie gut pflegt. Und hier kommt kein Fisch namens Wanda, sondern eine Orchidee namens Wanda. Im Herbst, Winter und Frühling natürlich drinnen, kann man sie im Sommer ruhig mal in die Obstbäume hängen, ein bisschen halbschattiger. Da kann sie richtig Kraft sammeln, um im nächsten Jahr wieder aufs neue Blüten zu machen. Gilt übrigens auch für die Symbidien. Fangen wir mal von vorne an. Worauf musst du beim Kauf deiner Orchidee achten? Die Farbe muss natürlich stimmen, die Größe muss stimmen, muss dein Typ sein, aber es gibt auch so ein paar gute Qualitätskriterien. Zum Beispiel fangen wir mal mit den Blättern an. Die sind jetzt hier richtig schön fest, die sind schön grün, die hängen nicht schlaff runter, gute Qualität. Wurzeln. Wir haben ja vorhin gesagt, das sind Epiphyten. Das heißt, die Wurzeln können auch Wasser speichern und bei den Phalaenopsis hier können sie sogar Photosynthese betreiben. Deshalb auch die transparenten Töpfe. Diese Wurzeln sollten auf gar keinen Fall faul sein, denn das ist ein Kriterium dafür, dass die Pflanze auch nicht mehr lange zu leben hat. Je mehr Blütentriebe, je mehr Blüten, desto besser, gar keine Frage. Aber es sollten auch schon ein paar auf sein. Wenn die Orchidee zu knospig ist, dann kann es nämlich passieren, dass die obersten Knospen eintrocknen. Das sieht dann so aus, die werden dann so gelblich und fallen ab. Das will man natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, das hier ist eigentlich ein Paradebeispiel. Das ist eine Dreirisper mit ganz, ganz vielen Blüten. Die sieht richtig gesund aus. Und dann musst du natürlich auch die gesunde Pflanze nach Hause bringen. Und das bedeutet im Winter auch richtig gut einpacken und ins warme Auto, damit sie keinen Kälteschaden kriegt. Ganz wichtig natürlich das Thema Standort. Orchideen mögen es temperiert, also nicht total heiß, aber warm. Klar, Tropen. Dann mögen sie weder pralle Sonne noch dunkel. Also ein helles Fenster, aber nicht gerade das Südfenster, sondern vielleicht eher nach Osten oder nach Westen, wenn es das Südfenster sein muss. Dann muss man halt entsprechend schattieren.
Und Temperatur und Licht sollten in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Je wärmer es ist, desto heller muss es sein. Je kühler es ist, desto dunkler kann es auch sein. Selbst die schönste Orchideenrispe, die ist irgendwann mal verblüht. Ein kleiner Trick, wie es schnell geht mit der neuen Blüte. So ein Blütentrieb, da sind jetzt keine Blüten mehr dran, den kürzt man auf etwa 1/3 zurück und das oberhalb eines solchen schlafenden Auges hier. Schlafendes Auge, was ist das? Relativ einfach. Man führt mal hier so ein bisschen die Finger drüber und dann sieht man so eine Verdickung oder spürt man so eine Verdickung. Oberhalb abschneiden, wenn man Glück hat, dann treiben sie oben aus dieser Verdickung noch mal mit neuen Blüten aus. Jetzt noch ein paar wichtige Pflegetipps für dich. Alle 2 Jahre solltest du deine Phalaenopsis umtopfen. So, ich nehme sie mal raus. Man sieht ja auch, da sind nicht mal alle Wurzeln so wahnsinnig schön. Manche sind rausgewachsen. Man muss dazu wissen, dass die Phalaenopsis Wurzeln oder die Wurzeln der meisten Orchideen sehr salzempfindlich sind. Und Salze vom Düngen zum Beispiel oder auch vom Gießen, die sammeln sich im Substrat und die hemmen auf die Dauer das Wurzelwachstum. Deshalb jetzt sorgfältig alles hier entfernen. Und man sieht auch schon sehr schön, das ist eigentlich keine Erde, wie man sie im landläufigen Sinne kennt, sondern das ist einfach ein Rindensubstrat, häufig noch ein bisschen Sphagnum mit dabei. Und das soll einfach nur den Wurzeln Halt liefern und dafür sorgen, dass sie auch genug Luft bekommen. So, jetzt können wir mal hier mit dem Messerchen die schlechten Wurzeln so ein bisschen abschneiden, was nicht mehr schön ist. Die inneren Wurzeln hier, die sind gelb, da wird keine Photosynthese betrieben. Da, wo Licht an die Wurzeln kam, da sind sie schön grün. Alte Erde weg und jetzt kommt das neue Substrat ins Spiel. Und da sollt ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein spezielles Orchideensubstrat benutzt. Kann man zwar auch selber mischen, gibt es aber auch fertig im Handel. Anders als bei einer normalen Erde hat das Substrat eigentlich nur die Funktion, der Pflanze Halt zu bieten und die Wurzeln ausreichend mit Luft zu versorgen. Man sieht also ganz grobe Struktur, ein bisschen Sphagnum mit drin, vor allen Dingen Rinde. Naja, wie oben auf den Bäumen. Richtig. Kommen wir mal zum Thema Gießen. Und ehrlich gesagt, dadurch gehen die meisten Orchideen kaputt, weil beim Gießen viel falsch gemacht wird. Man stelle sich vor, die Orchideen wachsen oben auf den Bäumen. Die haben Speicherwurzeln, Bulben oder diese fleischigen Luftwurzeln. Das bedeutet, die können durchaus ein bisschen Wasser speichern. Also die können ruhig mal etwas trockener stehen. Was die aber überhaupt nicht da oben vertragen in den Bäumen, ist stauende Nässe. Und da muss man auch beim Gießen höllisch vorsichtig sein. Im Winterhalbjahr ganz wenig gießen, im Sommerhalbjahr natürlich ein bisschen mehr. Und wie gieße ich idealerweise? Naja, das ist ja ein ganz grobes Substrat. Man kann sich gut vorstellen, wenn ich jetzt nur mit der Gießkanne hier oben reingehe, dann läuft die Hälfte daneben. Ich bin eher ein Freund davon, die Orchideen zu tauchen. Das bedeutet, ich nehme die ganze Pflanze, stecke sie in Eimer Wasser, warte, bis keine Blubber mehr auftreten und dann hole ich sie raus und vor allen Dingen lasse dann auch gut abtropfen, bevor ich sie wieder in den Topf hineinsetze. Das ist ganz wichtig. Die können also eher mal trocken vertragen als zu nass. Im Winter wenig gießen, dann verdunsten sie auch weniger. Im Sommer etwas mehr. Das sind eigentlich die wichtigsten Tipps und vor allen Dingen keine Staunässe. Man kann sich das Leben auch erleichtern mit speziellen Töpfen, zum Beispiel solche Orchideentöpfe hier. Die haben unten so einen kleinen Rand, den kann man ganz gut erkennen. So, und wenn ich jetzt den Topf da oben drauf setze, dann steht der nicht unten am Boden. Das bedeutet, wenn dann noch ein bisschen Wasser nachtropft, dann landet das unten im Topf und nicht an der Wurzel. Und die Wurzel können dadurch nicht faulen. Noch ein paar Worte zum Gießwasser. Tropische Pflanzen sollte das Gießwasser natürlich auch zimmerwarm sein, also nicht direkt kalt aus der Leitung. Und vor allen Dingen, es sollte nicht allzu hart sein, es sollten nicht zu viele Salze drin sein. Also am besten benutzt man Regenwasser. Kommen wir zu den Salzen. Ist auch ein Thema beim Düngen. Wir sollten auf jeden Fall einen hochwertigen Orchideendünger verwenden, der wenig Ballaststoffe, also wenig Ballastsalze enthält. Im Winterhalbjahr eher nicht düngen, im Sommerhalbjahr, naja, so alle 14 Tage
mit einem Dünger nach Vorgabe düngen. Oft werde ich gefragt, naja, meine Phalaenopsis hat wunderschön geblüht, ist jetzt verblüht, aber sie will nicht nochmal blühen. Kleiner Trick, um die Blütenbildung zu fördern: Im Herbst, September, Oktober, die Pflanzen ruhig mal 6 Wochen etwas kühler stellen, zum Beispiel ins Schlafzimmer oder in den Flur. Das fördert die Blüteninduktion und dann bilden sich auch wieder neue Blüten. Wenn euch meine Tipps zum Thema Orchideen gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.